Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Binding of Isaac Rebirth. Und zwar habe ich vor, auf meinem Kanal angezockt und Indietime zu machen. Und wir fangen an mit einem kleinen Indietime. Und zwar, wie die Story gerade wunderschön erklärt hat, seine Mutter wollte ihn umbringen und jetzt muss er durch die Trapdoor in die Deeps, also in den Keller, und flüchten. Super Geschichte, ne? Auf jeden Fall, wir fangen direkt mal an. Und zwar gibt es hier mehrere Charaktere, die man nehmen kann. Die meisten sind noch gesperrt. Und hier, die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Und wir fangen mal mit dem Standard Isaac an. Und außerdem, das wird nicht zu lange gehen. Ich weiß nicht, wie viele Etagen ich schaffe. Aber mal schauen. Das Spiel erklärt sich ganz simpel. Hier sind die Sachen, die du einsetzen kannst. Und zwar kann ich laufen und schießen. Ich kann Bomben legen und Items einsetzen. Hier ist der Goldroom, also der goldene Raum. Da kriegt man immer ein Item umsonst. Zum Beispiel jetzt hier den Löffel. Ich glaube, damit kann man direkt in die nächste Ebene springen. Das wollen wir nicht. Und hier ist direkt ein Mini-Boss, der sehr böse ist. Weil er legt einfach mal Bomben. Aber noch ist alles einfach am Anfang. Aber ich habe jetzt gerade einmal eine Proberunde gemacht und wäre fast schon zum Boss gekommen, aber gut, das wollte ich jetzt doch nicht direkt durchspielen. Hier ist übrigens ein blauer Stein, da würde ich Seelenherzen bekommen. Das sind einfach normale Herzen, bloß die können nicht wieder regeneriert werden. Die sind dann für immer weg. Wenn der Mini-Boss noch sterben würde, endlich. Okay. So, hier sind Herzen, aber da ich noch alle Herzen habe, kann ich das jetzt nicht aufsammeln. Ich habe Mr. Bomb. Nee, ich behalte den Augen. Obwohl, nee, Mr. Bomb ist besser. Also, ja, ich weiß ja, mit der Mr. Bomb heißt, aber ich nenne immer Mr. Bomb. Und jetzt hatten wir eigentlich Pech, wenn man es so will. Weil normalerweise kommt der Seelenherz raus und wir kriegen nur eine Münze und 2 Bomben raus. Ich kenne so gut wie alle Gegnerarten und sie sind ziemlich mies hier. Okay, da kriege ich Unterstützungsfliegen, die mir die Angriffe blockieren, die mir zugefügt werden sollen. Die ist ganz böse, weil die kotzt Spinnen aus
ja, die Gegnerarten sind wunderschön innovativ. Und das Spiel ist auf irgendeine Weise verstörend, aber auch irgendwo lustig. Also ganz komisch. So, die Gegner sind relativ mies. Ja, wir bleiben halt am Fleck, das ist das Gute, aber sie schießen halt durchgehend. Und in jedem Raum muss jeder Gegner getötet werden, ansonsten geht der Raum nicht als geschafft werden. Ach ja, und man kriegt am Ende, wenn man den Boss dieser Ebene besiegt, einen Satansraum, wenn man keinen Herzschaden genommen hat. 10 Herzen zählen da nicht zu und Satans Herzen, die wir noch nicht gesehen haben. Also der Satansraum, da kriegt man auch sehr gute Items, aber den haben wir jetzt schon verkackt. Wir setzen mal eine Bombe ein. Oh, wir haben sogar einen Schlüssel. Was haben wir? Eine Karte. Ich setze einfach mal ein. Ach, ein Spielautomat. Herz und noch ein Herz. So, da oben ist ja schon der Boss mit den ganzen 2 Keys. Hier ist ein blauer Stein auch. Blaue Steine sind eigentlich ziemlich selten. Ich frage mich gerade selber, warum ich so viele bekomme. Jetzt haben wir ein Seelenherz. Wenn ich jetzt getroffen werde, dann ist es direkt weg. Das kriege ich nicht wieder. Die Normalherzen kann ich hiermit auffüllen mit diesen Herzen. Und ich würde sagen, dann machen wir direkt den ersten Ebene einen Boss, Monstro. Der geht sogar noch. Der macht halt immer so eine Supersprünge, außer du bist nah an ihn dran. Dann macht er einmal das oder er kommt ganz langsam auf dich zu. Oh Gott. Ja, so ist gut. Du kannst weitermachen. Nein, hör auf. So nicht. So ist böse. Nein, hör auf. Oh Gott, Monstro. So, ja, der Kleine ist jetzt eher weniger das Problem. Ja, spring ruhig weiter, das bringt dir nicht viel. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ich noch kein Stärke-Upgrade hatte und so weiter. Wir haben noch ganz viele Upgrades bekommen. Es gibt sehr viele Items. Ich weiß nicht wie viele, aber sehr viele. Bestimmt um die 1000. Wir haben erst 2 oder 3 gesehen. Ja, der Kampf ist jetzt ein bisschen langweilig, weil Monstro kann einfach nichts. Und ich habe doch keinen Stärke-Upgrade, wie gesagt, und deswegen, ja. So, der erste Boss ist tot. Dann kriegen wir auch direkt ein schönes Upgrade. Tears ab und dann kriegst du dann auch direkt, oh, ein heiliges Herz. Wenn ich jetzt in die nächste Ebene gehe, was ich jetzt auch direkt mache, dann kriege ich ein Bonusherz. Ein komplettes neues rotes Herz. Das ist ziemlich gut. Ja, hier mal kurz diesen einblenden, was die Mutter mit ihm alles gemacht hat. Kann schon mal passieren. So, jetzt habe ich ein neues rotes Herz. Gehen wir mal hier rein. Oh Gott, nicht schon wieder der. Oh. Er hat sich gegen die Wand gewandt. Die Spinne weiß gar nicht mehr, was sie macht, aber anscheinend brennt sie nur. Die normalen Spinnen sind relativ nervig, weil sie sind verdammt klein, bewegen sich random irgendwo hin. Oben rechts ist übrigens eine Karte, wer es noch nicht gesehen hat. Da unten haben wir einen goldenen Kakaopen, der wird beschützt von einer Fliege. Und wenn wir die kaputt machen, kommt meist eine Fliege raus, aber da kann auch was ganz Gutes rauskommen. Allgemein aus den Kakaopen kann was ganz Gutes rauskommen. So, den mag ich eigentlich gar nicht, aber ich denke mal, sollte trotzdem schnell tot gehen. Wenn er jetzt nicht einen Bock hat. Gut. Ja, nicht nochmal. Ah, den Angriff hasse ich so. Ja, schon wieder. Geht halt hier unten hin. Oh, was mache ich denn gerade? Ja. Ich kann leider noch nicht fliegen, das heißt, die Items sind leider verloren. Das war übrigens gerade ein Mini-Boss. Die Fliegen sind relativ einfach, weil sie fliegen halt die ganze Zeit im Kreis. Boah. Schauen wir mal weiter. Oh Gott, ein Feuerraum. Da unten ist eine ganz böse Fackel. Feuer. Ja. Das könnte schießen, wenn ihr in die Nähe kommt. Aber auch nur könnte. Jedenfalls nicht getan. Da unten ist schon der Boss. Eine Münze. Nehmen wir natürlich mit. Aber wir schauen uns natürlich noch die restlichen Räume an. Außerdem hatten wir den Goldraum nämlich, was natürlich der wichtigste Raum hier ist. Oh Gott, was ist das denn für ein Spiel? Die kann ich auch noch nicht. Au. Gut, jetzt darf ich keinen
Treffer mehr kassieren und deswegen kriege ich den Satan-Raum nicht. Und den brauchen wir. Den brauchen wir. Aber die waren jetzt relativ einfach. Da unten ist ein Shop. Na, 2 Münzen kriege ich da nicht viel. Auch mit 4 Münzen kriege ich da nicht viel. Was haben wir hier? Oh, Feuerbomben. Und unser Kopf brennt. Na gut, ich nehme es mal hin, ne? Dann haben wir halt jetzt eine Nebenbei-Beleuchtung, was endlich auch für die späteren Räume ganz gut wäre, aber soweit wird das Video nicht reichen. Larry Jr. Ach süß. Ach, doppelt Larry Jr. Na toll. Es gibt auch einen ganz langen Larry Jr., aber die haben den doppelten bekommen. Was jetzt nicht unbedingt besser ist, aber ist in Ordnung. Und hier sieht man auch die für das Feuer, das uns hier erheizt. Das hilft uns gerade, weil der Raum relativ dunkel ist. Das ist so ein Random Event. Jeder Raum hat eine Chance auf ein kleines Random Event. Gerade der Bossraum hat jetzt ist dunkler geworden. Meine Güte, aber das hört in Deutsch nicht. Ja. Super. Okay. Was ist das? Hellkopf. Ja. Das nehme ich gerne hin. Wir haben gerade so viele Herzen. So, Satans Raum. Ah! Verfolgungsjunge. Das wird immer besser. Killen. Na komm, die stoppen wir mal. Analyse. Ja. Yay. Das haben wir die ganze Zeit über das Spiel so einblickt. Super. So. Ich habe hier noch so ein Item. Schade. Es hätte jetzt passieren können, damit dieser Typ hier erwacht und uns angreifen will. Hätte ich jetzt gerne gemacht, da wir so viele Herzen haben. Gehen wir mal noch in die nächste Ebene. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Ebene beginnen können. Wer kennt's nicht? Man geht zur Schule und wird die ganze Zeit angekackt von den Leuten. Kampfbaum. Na komm, den machen wir direkt. Oh Gott. Das sind aber noch die einfachen Raupen. Die nehme ich direkt mal mit. Auch eigentlich ein relativ lamer Kampfraum, weil ich habe nur eine goldene Kiste bekommen. Vielleicht werden die Gegner doch nicht so stark. Damit hat sich das schon erledigt mit den nicht zu starken Gegnern, ja. Oh, muss ich gerade die Gegner bekommen. Ach ja, und die schwarzen Fliegen, die ihr gerade gesehen habt, die gar nicht leuchten, die können gar nichts. Wirklich gar nichts. Die kannst du berühren, die machen dir keinen Schaden. Oh Gott. Die kannst du nur treffen, wenn sie sich erheben. Oder wie ich auch immer das nennen möchte. Ah, ja, das war's schon mal mit dem Satan-Raum. Ich hasse diese Gegner. Kannst du mal aufhören, Ruhe? Die Musik im Hintergrund ist auch super. Oh, ich krieg sogar noch eine Kiste. Gibt auch Geheimräume, die findet man meist an Stellen, wo viele Räume aneinander sind, also schon mal diesen Löffel ist. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Ort gefunden, wo das zutreffen könnte. Und dann ist es einfach nur noch eine Feinarbeit. Alles durchsuchen, vielleicht hast du mal Glück und findest was. Oh Gott, dieser Gegner. Die kleinen Raupen sind ja kein Problem, aber dieser Gegner da hinten, der stört mich. Ah, das war so klar. So, ein Shop, der doppelt verschlossen ist. Nee, das meint es nicht. Was ist das? Damage Up. Und der Blick wird immer besser. Oh Gott. Ah, es ist nur die einfache Art, die überspringen. Es gibt auch welche, die schießen 3 Schüsse, aber nach außen. Die sind ganz mies. Es gibt 2 Stellen, wo da könnte der Geheimraum sein. Hier ist ein Shop, wo ich nur einen brauche. Okay. Das kann ich mir nicht leisten. Die Bomben brauche ich nicht. Okay, da oben ist schon mal kein Geheimraum, aber diese Gruppe hat mir ein bisschen was gegeben. Das löschen, das löschen. Das kann ich nicht löschen. Ich spare mal ein bisschen rein.
Wenn man da genug Münzen rein tut, dann kriegt man irgendwann Items freigeschalten. Okay, der Raum ist schon ein bisschen lila. Nein, das greift mich nicht. Das ist gerade mein Glück. Ich habe gar nicht wieder unten geschaut, damit und noch zwei sind. Oh, das habe ich ganz gut gelöst. Erstmal selbst loben. Das ist immer das Beste. Ich hasse diese Gegner. Trotzdem kriege ich sie. Okay. Das ist irgendwie ein lamer Raum. Okay. Hier könnte der Geheimraum sein. Ist aber nicht. Wo könnte er noch sein? Egal. Wir gehen zum Wasser. Gut. So, das wird dann auch der letzte Boss sein, wenn ich ihn überhaupt überlebe. Eigentlich ist er relativ einfach. Ja, bis jetzt habe ich noch keine großen Probleme mit ihm. Wird jetzt beschwört dann natürlich schnell diese Viecher. Dann ist jetzt auch mein Problem. Kann ich auch hier mit Bomben fertig machen, ich habe kein Problem damit. Er hat aber eine komische Hitbox, das muss man sagen. Egal, ich krieg ihn doch. Geil, wie viel Schaden er mir jetzt macht. Alter! Okay, der letzte Treffer war aber unnötig. So, letztes Item für heute. Oh Gott. Gut, zum Ende schlucken wir nochmal ein paar Pillen. Was haben wir da noch? Das ist. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nochmal Paralyse, weil wir es können. Und. Wow, Wizard. Okay. Gut, das war's mit dem angezockt von The Binding of Isaac, beziehungsweise Indietime. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!